Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Felix und heute soll es mal darum gehen, wie meine Erfahrung mit Trading Bots ist. Nach mittlerweile 9 Jahren sind Trading Bots Gelddruckmaschinen, sind sie Scam? Was funktioniert nicht? Ja, mittlerweile bin ich echt ein alter Hase, muss ich sagen. 9 Jahre ist es her, dass ich begonnen habe, hier auf YouTube das vorzustellen und Trading Bots selbst zu entwickeln, zu programmieren und von anderen Anbietern auch zu nutzen. Mittlerweile bin ich Market Maker für KuCoin, für Binance und andere Börsen, habe auch schon im DeFi-Bereich Trading Bots gebaut, genutzt und alles drum und dran. Und die Erfahrung will ich jetzt einfach mal mit euch so ein bisschen teilen. Was funktioniert wirklich, was funktioniert nicht? Fangen wir zuerst an, sind Trading Bots Gelddruckmaschinen? Das ist doch die Frage, die was sich jeder stellt, der was wahrscheinlich dieses Video hier angeklickt hat. Man muss dazu sagen, ja und nein gleichzeitig. Viele Leute kommen mit der Erwartung her, dass sie, keine Ahnung, 2-4% am Tag machen und das Ding anmachen und nach 4 Monaten haben sie ausgesorgt und kaufen sich den Lamborghini. Das ist doch das, was die Leute mit Daytrading oder Komm in die Gruppe immer versprechen und davon ist man weit weg. Das muss man einfach so sagen, man ist wirklich davon weit weg. Im Durchschnitt macht so ein Trading-Bot, wenn er richtig eingestellt ist, man sich dahinter klemmt, das wirklich versucht zu lernen, zu coden und so ein bisschen richtig einzustellen, dann kann man sagen, ein Trading-Bot macht zwischen 2-20% Profit pro Monat. Also wirklich pro Monat, nicht pro Tag, wie es viele hier versprechen auf YouTube. Und zwar, was muss man dazu auch sagen? Wir befinden uns meistens im einstelligen Monatsbereich. Irgendwas zwischen 2-4, maximal 6% ist realistisch. Wenn ein Trump an die Macht kommt oder sowas, dann hat man mal einen Tag mit 12% dabei. Wenn es gleichzeitig noch irgendwas in Krypto passiert, dann kann es in absoluten seltensten Fällen passieren, dass ihr auch mal einen Monat mit 18-20% habt. Ihr habt aber in diesen Monaten, wo so viel Traffic natürlich passiert, auch extreme Schwankungen in eurem Portfolio und ein extrem hohes Risiko im Verhältnis zu den normalen Monaten. Man muss natürlich jetzt dazu sagen, natürlich schlägt man den MSCI World und den S&P 500 um fast das Doppelte bis zum Dreifachen. Man muss aber auch dazu unbedingt sagen, man hat natürlich mit Kryptowährungen, zum Beispiel wie ich es nutze, auch einiges mehr an Risiko. Wenn ein Coin auf Null geht, dann geht euer Portfolio mit auf Null. Das muss man einfach so sagen, so ehrlich wie es ist. Das hast du bei einem S&P 500 oder beim MSCI World nicht. Der hat dafür seine 7-8% pro Jahr und währenddessen wir so 24-30-40% im Jahr haben. Wenn es okay läuft, aktuell würde ich sagen, ist man so bei 80% im Jahr. Das sind zumindest so die Zahlen, die was ich mir gerade von unseren Bots angeguckt habe vor dem Video, um mal so ein paar richtige Zahlen und Daten zu zeigen. Und ich zeige euch dann auch mal, wie meine Trading-Bots funktionieren. Gehen wir mal auf die verschiedenen Trading-Bots ein, die was es da draußen gibt und was so Scam ist, was kein Scam ist, wie ihr das so am Anfang erkennt. Und zwar das erste, was so toll auf YouTube und Co. beworben ist, was ich auch hier gerade eben so ein bisschen angesprochen habe, wo es auch oft die Bild-Zeitung drüber steht und Höhle der Löwen und das wurde rausgeschnitten und sonst was für ein Geschwurbel, um euch da reinzulocken, wo es dann heißt, hier gibt es 2% am Tag. Ich sag nur BitConnect und Arbitraging und was es da alles gab. Danke, hat mich mal 20 Bitcoin gekostet. Aus heutiger Zeit will ich mich am liebsten dann erschießen. Damals habe ich gesagt, ist wunderschönes Lehrgeld, da war es noch nicht so viel. Aus heutiger Sicht, ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich tue mal so, als würde es mir nicht innerlich gerade wehtun, sehr stark, wenn ich darüber rede. Aber dafür sitze ich jetzt hier, dafür kann ich jetzt von Trading Bots leben und habe die Erfahrung genommen, bevor ich noch mehr Geld verloren habe damit. Was ist das ganz, ganz Große? Und zwar überall, wo ihr Geld hinschicken müsst, zu irgendwelchen unseriösen Brokern, die was man nicht kennt. Und wo es heißt, schickt das Geld hier hin, hier tradet unser Trading Bot oder sowas. Es ist zu 100% Scam. 110% ist es Scam, dafür verwette ich alles, was ich habe, drauf. Lasst es bitte. Man kann Trading Bots über eine API von Binance, KuCoin oder andere großen, seriösen Börsen gerne nutzen. Aber schickt nicht Geld hin, um einen Trading Bot irgendwo zu haben. Erstens wäre es verboten, Gelder zu verwalten. Also wenn ihr in irgendeinem EU-Land seid, noch geschweige denn davon tut das jemand. Da steigt dann schön eure Zahl mit UI, aber am Ende geht ihr mit 0 raus, wenn ihr es abheben wollt, weil das Geld ist weg. Und das ist echt schon sehr, sehr vielen Leuten, auch in meinem Bekanntenkreis, die was sich halbwegs auskennen, passiert. Deswegen hier nochmal die Warnung vorher. Dasselbe gilt für Bots, die ihr Lifetime kauft. Ich erinnere mich noch an Trading Bots, das habe ich schon damals gesagt. Die haben teilweise 10.000, 20.000 Dollar eine Einmalzahlung gekostet. Dann habt ihr den Bot bekommen, den konntet ihr einrichten, den konntet ihr schön nützen, aber der einzige Grund, einen Trading Bot einmalig zu verkaufen, ist, dass er nicht funktioniert.
Warum zum Geier sollte ich euch einen funktionierenden Trading-Bot mit einer Einmalzahlung verkaufen, wenn ich euch ein Monatsabonnement oder einen Profit-Share draufhauen kann? Das macht als Anbieter und Programmierer überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil Trading-Bots immer weiterentwickelt werden müssen, weil sich Schnittstellen ändern, Daten ändern. Ihr müsst euch an den Markt anpassen. Wenn ihr einen einmaligen Trading-Bot im Endeffekt kauft und den nutzt, dann funktioniert er in einem halben Jahr nicht. Selbst wenn es kein Scam ist, dann müsst ihr einen Wartungsvertrag oder irgendwas haben, damit das überhaupt Sinn macht. Deswegen bin ich großer Fan von Lizenzmodellen oder vor allen Dingen von Profit-Sharen. Weil Profit-Shares sind zum Beispiel das Beste, was ich mir vorstellen kann, wie ich selbst auch mit meinen Kunden zum Beispiel arbeite, wenn ich was entwickle. Und zwar nehmen wir dann irgendwie 20-30% vom Profit Share. Warum? Weil unsere Trading Bots funktionieren und wir wissen, ey, der Kunde macht damit Geld, der gibt uns gerne was ab. Und wenn der kein Geld macht, dann kriegen wir auch keins. Damit gibt es auch keinen Interessenskonflikt. Das Problem zum Beispiel bei auch Lizenzmodellen, wo ihr $100, $200 im Monat bezahlt, dann hat der Entwickler oder die Plattform nicht das maximale Interesse daran, dass die Trading-Bots so gut wie möglich funktionieren, sondern das Interesse daran, euch im Lizenzsystem zu halten. Deswegen bin ich ganz großer Fan davon, von Profit-Shares, weil ihr macht kein Geld, der Entwickler macht kein Geld, also was macht der Entwickler? Er verbessert seine Strategie so sehr, dass im Endeffekt ihr auch wieder Geld macht. Eine absolute Win-Win-Situation, muss ich sagen, bin ich sehr großer Fan davon. Jetzt zeige ich euch mal einen meiner Trading-Bots, den ich laufen habe seit 230 Tagen. Und zwar nutze ich hier den Anbieter CryptoOrber mit meiner Strategie, die ist auch unten verlinkt. Der hat aktuell in diesen 240 Tagen 16% gemacht. Wenn ich sofort auscashen würde, sollte man natürlich nicht machen. Wir sind gerade teilweise um bis zu 60% gefallen, wie man hier sieht. Und der Trading-Bot macht immer noch Gewinn oder ist immer noch im Plus, obwohl die Marktlage echt nicht gut für Altcoins aussieht. Das Einzige, was sich gerade stabil hält, ist Bitcoin. Und hier sind wir so circa bei 2-3% pro Monat. Und man sieht hier auch, der tradet aber ganz gemütlich vor sich hin. Und warum ist hier das vor sich hin traden so super wichtig bei Trading-Bots? Und zwar hat man den Zinseszinseffekt, den was man nicht unterschätzen darf. Ich habe hier mit zum Beispiel $30 pro Trading angefangen, also pro Trade, den er macht, angefangen und bin mittlerweile auf $35,50 hoch. Das heißt, hier hat man einen ziemlichen Zinseszinseffekt und ich habe hier mal eine Tabelle gemacht, um einfach mal zu zeigen, hey, wie funktioniert der Zinseszinseffekt, wie funktioniert das 7. Weltwunder, weil selbst ich kann es im Kopf mir nicht vorstellen und brauche immer irgendwie eine Empfehlung, wie das funktioniert. Und zwar sagen wir machen jetzt 3%, wir nehmen die Mitte. Zwischen 4 und 2 ist genau die Mitte, ist 3 und sagen, wir fangen mit $7.000 an. Man kann auch ein bisschen weniger nehmen, aber in meinem anderen Trading-Bot habe ich gerade $7.000 drin, den ich euch dann noch zeigen will. Deswegen, um hier mal ein paar Vergleichswerte zu nehmen. Und zwar sieht man, der erwirtschaftet im Durchschnitt $210 im Monat. Ist das viel? Nein, beim besten Willen auf $7.000 sind $200 nicht viel. Zumindest, wenn man das mit normaler Arbeit einfach mal vergleicht. Da kann man im Endeffekt irgendwas noch nebenbei machen, dann hat man mehr Geld. Aber wenn man hier nach einem Jahr einfach mal schaut, dann hat man hier mittlerweile fast $300. Ist das viel? Kann man sich drüber streiten. $300 auf jeden Fall schon mal mehr. Und wir haben hier ca. 30-40% mehr im Endeffekt verdient. Ist ganz cool. Aber man sagt ja immer so, ab dem 3., 4. Jahr beginnt der Zinseszinseffekt erst sich zu bewegen. Also schauen wir hier einfach mal nach 4 Jahren runter und lässt man den Bot 4 Jahre laufen, bekommt man 840 Euro bzw. Dollar pro Monat gut geschrieben und hat sein Geld mittlerweile verdreifacht. Gehen wir jetzt einfach mal in die Zukunft. Wir machen die 9 Jahre, wo ich gerade im Geschäft bin, dann hat man 170.000 Euro. Das ist eine gewaltige Summe und man macht $5.000 im Monat Profit. $5.000, das reicht locker um den normalen Bürger, damit er sagt, ey Leute, ich bleib zu Hause. Jetzt sagen viele Leute, wenn das jeder macht, dann funktioniert das nicht, das ist doch Scam. Nen Scheiß macht das jeder. Es denkt doch nicht mal jemand nach, 9 Jahre lang einen Trading-Bot laufen zu lassen, sich ordentlich darum zu kümmern und das zu machen. Es ist Arbeit, man muss sich darum kümmern definitiv, aber man kann damit einen ganzen Haufen Geld machen, auch wenn es ein Stück dauert. Aber jedes Business, was man anfängt, ist Arbeit. Es gibt kein reines passives Einkommen. Man muss sich darum kümmern, man muss sich darum kümmern wollen und man muss Interesse haben, sich mit Trading-Bots, mit Krypto auseinanderzusetzen. Welche Coins tradet man gerade? Was ist im Trend? Welche Coins haben vielleicht irgendwie einen Exploit? Welche Börsen funktionieren nicht?
ich sag mal, so im Monat sollte man sich vielleicht 1 bis 3 Tage schon mal dafür Zeit nehmen, wo man dann sich informiert, wo man guckt, weil es funktioniert einfach nicht, dass ihr nichts macht und auf einmal reich seid, sondern ihr müsst schon ein bisschen was machen, auch mit Trading Bots. Jetzt zeige ich euch meinen Trading Uncoded, den ich programmiert habe mit der Community. Wenn ihr Bock habt, der Community zu joinen, unten ist der Link in der Beschreibung, um mit beim Uncoded Trading Bot zu machen, denn der ist ein Community-Projekt von mir, den wir mittlerweile seit 5 bis 6 Jahren jetzt programmieren, und hier geht es darum, dass man keinen Supercomputer braucht, keinen Superrechner. Die meisten richtig guten Trading Bots, die laufen nämlich auf richtig großen Servern und da habt ihr keinen Zugang drauf. Deswegen hatte ich mich vor Jahren hingesetzt, beziehungsweise seit Jahren jetzt, dass man einen Trading Bot direkt auf seinem Rechner hat, den man öffnet, den man frei konfigurieren kann, mit der Hilfe von einer Community. Und man muss sagen, wir sind mittlerweile hier 60 Leute, die diesen Trading Bot nutzen. Und keine Sorge, der Trading Bot kostet keine Fee oder kein Lifetime-Abonnement oder sowas, sondern der kostet 30% bzw. 20 bis 30% Performance-Fee, je nachdem, was ihr für einen Level habt. Und damit ist jedem geholfen. Was macht dieser Trading Bot aber? Was macht ihn besonders oder wie funktioniert er? Und zwar, wie man hier im Hintergrund sieht, während ich das Video aufgenommen habt und ihr es angeguckt habt bisher, hat er einen ganzen Haufen Trades gemacht. Und zwar ist er ein bisschen anders als die meisten Trading Bots darauf ausgelegt, die Mikroschwankungen im Orderbook zu berechnen und damit Gewinn zu machen. Und aktuell hat der einen ganzen Haufen Profit gemacht, muss man hier sagen. Das sind ja bestimmt, ich würde tippen, 200 Trades, aber wir können uns das auch mal angucken, statt einfach zu spekulieren. Ich habe dafür hier einen UI gebaut im Telegram im Endeffekt, weil wir uns da einfach immer aufhalten und die Leute das so haben wollten. Und wir gehen hier einfach mal auf 7 Tage. Was hat er in den letzten 7 Tagen gemacht? Heute hat er im Endeffekt 1100 Buys gemacht und 1300 Sales. Das heißt, heute war ein echt guter Tag, denn wir haben mehr verkauft als gekauft. Gestern war ein richtig harter Tag, als Trump die Zölle reingehauen hat. Da haben wir fast über 5000 Trades gemacht, beziehungsweise halt 2500 beendete Trades und insgesamt mit Kauf und Verkauf 5000 Stück. Doch was interessiert uns am meisten? Wir wollen wissen, wie viel Geld haben wir gemacht. Und zwar haben wir hier mit einem Einsatz von $7.000, wir traden gerade $20 pro Trade, haben wir einen durchschnittlichen Tagesprofit von $17 gemacht. Heute ist es ein bisschen weniger. Gestern war natürlich extrem hoch mit $40, weil, wie gesagt, Trump komplettes Chaos hier reingebracht hat. Und wir haben diese Woche $140 Profit erwirtschaftet. Das ist ganz cool. Aber wie viel Profit machen wir denn überhaupt? Ich habe hier mal den Taschenrechner rausgenommen und wir nehmen die 139,40, die was wir hier im Endeffekt in der Woche machen, mal 4, damit wir den Monat bekommen. Das heißt, wir machen $557 aktuell im Monat. Das ist ganz okay, würde ich mal sagen, so für 7.000 Einsatz. Und dann tun wir das mal 12 rechnen und machen $6.691 im Jahr. Wie viel sind das im Endeffekt? Das sollten etwa 85% sein, gerade pro Jahr. Das heißt, sagen wir machen 85% pro Jahr durch 12. Dann machen wir 7% pro Monat derzeit damit Profit. Es ist auch kein schlechter Monat, muss man dazu sagen. Es geht in Krypto hoch und runter und wir traden auch Pepe, aber Pepe hat ein paar Vorteile. Und zwar hat der Token einfach keine Inflation, ist ein Meme-Coin, der was Großes und macht Spaß zu traden. Deswegen gehe ich davon aus, dass der nicht stirbt, sondern nutzt den immer schön. Aber was passiert jetzt auf einmal, wenn wir hier keinen normalen Trading-Bot nutzen, im Endeffekt, der was kauft und dann ganz langsam verkauft, sondern ein Market-Maker-Bot, der was wirklich Mikro-Trading macht, Fees bekommt, Fees auch zurückbekommt und das mit den niedrigen Gebühren, die was wir auf Binance jetzt haben. Dann wird nämlich aus den 3% hier auf einmal eine 7% und dann sehen wir, wie sich der Zinseszins wirklich entfaltet. Denn jetzt geht es nämlich rund, weil zwischen 3% und 7% ist nicht ein Unterschied von, man denkt jetzt, man kriegt das Doppelte raus, sondern wir sind nach dem ersten Jahr auf einmal bei $15.600 und das sogar mit theoretisch weniger Risiko als mit dem normalen Trading-Bot, weil der jetzt wirklich nach mathematischer Absicherung arbeitet. Das heißt, habt ihr genug Geld in der Rückhand, kann der Token um minus 90% fallen und der Bot arbeitet immer noch früher oder später im Endeffekt den Buchverlust wieder raus, in der besten Hoffnung, dass der Token natürlich wieder
steigt, um damit wieder Geld zu machen. Aber man muss dazu sagen, wenn ihr nicht an Krypto glaubt, dann braucht ihr auch keinen Trading-Bot benutzen, beziehungsweise wenn ihr nicht an den Token glaubt, dann braucht ihr auch die Bots nicht zu benutzen, weil dann seid ihr einfach falsch hier. Also gehen wir davon aus, wir glauben an den Token, der steigt im Endeffekt wieder und wir kriegen das Zeug auch im nächsten Bullrun wieder los. Dann haben wir ca. $8.700 Gewinn gemacht. Das sind über 100%. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich erst im 4. Jahr wird es so richtig wild. Weil vorher hat man immer noch seine $400, $500 und hier springt es aber auf einmal ab dem 3. Jahr auf $5.000 pro Monat Gewinn, weil wir einen Einsatz haben von $85.000. Das springt im 4. Jahr dann auf einmal auf $11.000 und auf $180.000 im Endeffekt Portfolio. Natürlich kann man das nicht ganz so einfach mit Zinseszinseffekt machen. Das hier ist nach First In, First Out gerechnet. Das heißt, der Markt bleibt immer eine Linie. Ihr werdet natürlich haben, dass euer Portfolio mal nach unten geht, wenn Bitcoin um 50% droppt euer Portfolio im Endeffekt auch. Macht aber nichts, weil ihr sichert euch ja nach unten ab um 70-80%. Das heißt, der Bot tradet trotzdem jeden Monat diese $400, $500 wieder raus, beziehungsweise compoundet die ja immer weiter und weiter und weiter. Und wie gesagt, geht ihr davon aus, dass Bitcoin irgendwann die Million erreicht oder Bitcoin allgemein wieder auf 100.000 steigt, dann funktioniert natürlich das auch, weil wenn ihr die Minusposition nicht verkauft, sondern dort unten immer weiter Mikrotrades macht und die Position auch mit minus 40% haltet, bis der Token wieder steigt, dann ist das Portfolio natürlich wieder auch da, wenn der Token oben ist. Das heißt, ihr habt dann auch den realisierten Gewinn und nicht nur den Buchgewinn oder Buchverlust, sondern wirklich das im Endeffekt großartige 7. Weltwunder und zwar den Zinseszinseffekt. Und ehrlich gesagt, ich finde es jetzt ein bisschen unseriös, fast zu sagen, das 5. Jahr, 6. Jahr und 7. Jahr zu zeigen, weil jetzt werden die Zahlen natürlich abartig und es ist eigentlich unglaubwürdig. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, hey, 5 Jahre lang, da war ich 20, da bin ich gerade eben im Endeffekt in meine Teenie-Phase rausgekommen und vor 10 Jahren saß ich im Endeffekt gerade so in der Mittelschule. Also wir reden hier wirklich von einer sehr, sehr langen Zeit, die die meisten Leute nicht haben. Deswegen sagen auch die meisten Leute, das kann ja nicht funktionieren, sonst wird es jeder machen. Ey, wer wartet denn 10 Jahre darauf, Millionär zu sein? Oder in dem Falle wären es nach 6 Jahren, nach dem 74. Monat, wenn alles gut ist, Krypto immer weiter steigt, würde man Millionär sein mit $7.000 Einsatz. Es ist für mich ein bisschen unseriös zu sagen, das wird so passieren, aber ich habe es versucht, euch vorzurechnen, ich habe es versucht, euch zu beweisen, wie alles funktioniert, wie es geht und dass ich auch damit Geld mache und dass ich nach mittlerweile 9 Jahren hier immer noch sitze auf YouTube, glaube ich, spricht für sich und sage immer noch, Trading-Bots funktionieren. Ich bin immer noch ein großer Fan von Crypto-Hopper, der tröpfelt vor sich hin, da braucht man sich nicht drum kümmern. Bei meinem eigenen Bot, beziehungsweise bei dem mit der Community, da machen wir natürlich eine ganze Menge, machen natürlich aber auch mehr Geld. Man muss sich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen, schon allein einen eigenen Server zu hosten, da gehört ein bisschen technisches Wissen dazu. Wenn ihr Bock habt, für beides ist unten eine Gruppe von mir, wo sich Leute miteinander austauschen über die Trading-Bots, wie sie funktionieren, ganz seriös, sage ich mal, und sich gegenseitig helfen, wer darauf Bock hat. Ich will es euch aber jetzt nicht vorenthalten, wie sieht es hier nach 10 Jahren aus? Und zwar nach 10 Jahren wären wir bei $25 Millionen. Jetzt hat man aber hier so ein bisschen das Problem, ab einer gewissen Größe funktioniert der Zinseszinseffekt langsamer und die Panik auch, sowohl bei mir als auch bei den Leuten, bricht dann aus. Wenn ihr ein Portfolio habt, das was von 500.000 auf 300.000 wieder runtersinkt, dann kommt man schon ganz schön ins Schwitzen, muss man sagen. Jetzt stellt euch das einfach mal vor, ihr fallt von 20 Millionen auf 10 Millionen zurück, weil Bitcoin 50% mal wieder sinkt. Da sind auch viele dabei, die was dann sagen, jo, ich stoppe hier oder ich diversifiziere wieder ein bisschen mehr. Man sollte dann natürlich auch nicht alles mit einem Trading-Bot und einem Token machen. Zum Beispiel fangen dann die Leute bei uns an mit dem Trading-Bot, ich bringe einen zweiten Token rein, ich trade dann Bitcoin gegen Tether, ich trade dann ETH gegen USDC, BNB gegen Bitcoin und. Also alles auf eine Karte zu setzen, ist natürlich dann falsch und wäre absolut unseriös. Auch hier, wenn man guckt, der Zinseszinseffekt ist dann einfach wahnsinnig. So einfach funktioniert es dann natürlich nicht mehr wieder, weil irgendwann werdet ihr wirklich der Markt und dann verdient man weniger Geld. Aber bis zu 1 Million ist auf Binance einfach kein Geld. Wenn da am Tag 1 Milliarde, 2 Milliarden getradet werden, dann fallt ihr mit 1 Million nicht auf. Die könnt ihr per Marktorder sofort verkaufen und dafür sind ja auch die Market Maker dann da. Ich will euch das jetzt aber einfach auch nochmal zeigen mit 20% pro Monat.
Das ist eine absolute unseriöse Schätzung, aber ich will einfach mal zeigen, was so Leute versprechen. Teilweise sind die Leute ja drüber mit 60% pro Monat, mit 2% am Tag und was da rauskommt. Weil innerhalb von einem Jahr hättet ihr aus $7.000 einfach 60.000 gemacht. Das ist noch irgendwo eine greifbare Zahl, wenn man sagt, aber trotzdem weit weg. Irgendjemand muss eure Profite bezahlen. Im Fall vom Market Maker ist das der Taker. Das heißt, hey, ich kaufe meine Bitcoin, ich verkaufe meine Bitcoin und dazwischen habt ihr immer eine Fee und einen Spread und das ist unser Gewinn. Hier wiederum mit 20%. Wer soll denn das bezahlen? Würdet ihr das bezahlen wollen als User, der was ihr seid? Und nach 3 Jahren hätte man 5 Millionen. Und wenn man jetzt mal hier hochscrollt, dann hat man irgendwann mehr Geld, als auf der gesamten Welt im Endeffekt vorhanden ist. Ich mache jetzt mal hier das auf, aber ganz im Ernst, ich weiß nicht mal, was das für eine Zahl ist. Also kein Plan. Ich will euch aber zum Ende jetzt nochmal hier mein Dashboard zeigen vor dem Bot, den was ich euch gerade vorgerechnet hatte, mit dem Market Maker, den was man hier gesehen hat. Und zwar sieht man hier, ich habe hier meine $300 mittlerweile gemacht, der läuft hier vor sich hin und so sieht das auch aus, einfach hier mit Kaufen und Verkaufen. Und auch die Trades, was er dort gemacht hat, wir reden hier pro Trade von 0,004 Cent im Endeffekt. Also $Cent. Das ist wirklich, wirklich wenig. Deswegen meinte ich auch mit dem Link und alles unten in der Beschreibung, es geht hier um jede Fee pro Mille, die was man einsparen kann. Weil die meisten Trades sind ganz, ganz, ganz kleine. Hier auch 0,02 $ im Endeffekt haben wir Gewinn gemacht. Das sind 2 Cent. Aber die machen wir halt permanent, wenn man hier guckt. Wenn man das 5000 Mal macht oder 10.000 Mal am Tag, dann kommt da auch was rum. Und hier unten sieht man einfach mal, wie das ganz langsam vor sich hin tröpfelt. Hier sind wir heute früh im Endeffekt, beziehungsweise um 13 Uhr und man sieht hier, der tröpfelt ganz langsam konstant vor sich hin. Wir bewegen uns hier im Endeffekt im dritten Nachkomma-Bereich und zwar 0,04 Cent machen wir hier im Durchschnitt Gewinn. Aber es tröpfelt ganz langsam vor sich hin. Und das ist im Endeffekt auch das ganz große Geheimnis. Statt den einen großen Deal zu holen, der was einmal möglich ist durch einen Lucky Shot, machen wir das einfach ganz, 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 ganz oft, ganz, ganz schnell und ganz, ganz klein. Und das ist im Endeffekt mein Geheimnis, wie ich richtig, richtig viel Geld mit Binance, mit Krypto verdiene und das auch konstant. Und ich will auch mal ein Video noch machen, hey, wie erreiche ich meine Rente bzw. mein Einkommen pro Monat? Wenn ihr Bock habt, mich dabei zu begleiten, lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr zum Thema Trading Bots noch ehrlich im Endeffekt beantworten lassen wollt und lasst uns gemeinsam die fucking Scammer da draußen scammen, damit man einfach mal die Ruhe hat und endlich mal ein bisschen Ordnung in Krypto bringt. Ich wünsche euch noch alles, alles Gute, lasst gerne einen Like da, lasst, wie gesagt, einen Kommentar da und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.